Willkommen zurück zu The Banner Saga 2. Letztes Mal haben wir erfahren, wie das denn eigentlich mit Juno ist. Denn die ist für die Magier schlicht und ergreifend gestorben, weil sie sie zum Tode verurteilt haben. Ansonsten mal gucken. Ah ja, okay. Es lohnt sich nicht jetzt Nachschub hier zu kaufen. Achso, ich habe im Moment sowieso nur 4. Es ist neuer Aufnahmetag, deswegen muss ich erst mal gucken. Gucken wir mal eine Scheune. The smell of hay and Jock's dung is heavy as you enter the stout wooden barn. Zephyr and Nichols are talking in hushed tones to the guard captain, Gudmunda, who glances at the large cart nervously. Everyone knows why we are here, she says. I do not believe in coincidences, but I cannot begin to imagine what would draw an army of dredge to Bindal besides the contents of this cart. She moves her spear in intricate motion, occasionally shaking her head and starting over. Finally, she looks at you to open it. The sight of the somber, billows body on the cart silences everyone but you. Your whole its memory of a dream tears through your mind and drops you to a knee. A strange tower of white stone, lightning, fear, confusion, distrust. There's a wrongness about it all. Warwick, hey! Mocha's voice draws you from the dreams, and she's shaking you by the straps of your cloak. Everyone is watching. Another dream? He asks, your eyes finally focus on hers. Ja. Erzähl mal, worum es geht. What are you talking about? Zephyr asks, pulling away from the cart. Her tone is full of concern. I saw a tower. Lightning. I don't know what I saw. The walker pauses briefly before shrugging. This is unexpected, Zephyr says. The walker looks unaccustomed to surprise. Accustomed to surprise. Gudmunda, continue your task. Nichols, take some fighters and open the mine. Keep that path clear at all costs. As both men begin to leave, she points to the cart and shouts, not a word of this. They're not on their way out. She turns to you and Fokker. This cart, I'm not sure why they are attacking, but it's the dredge you capture, Bellower. He's dead. Who cares if they take him? He cannot die. His immortality is more than rumor. Dredge lives have no natural end, but they cannot be killed, all except the immortal thunder below. They live forever? Never nods, but looks lost in thoughts. How do you know all of this? The thunder looks dead to me. What happened if the dredge to capture him? Naja, wie wir ja wissen, er muss glauben, dass er tot ist. Das haben wir im ersten Teil erfahren. Deswegen wacht er nicht auf. Die Frage, was jetzt? Erstmal fragen, wo sie das weiß. Level 6. Though I can know many things about all life in the world, I cannot go into further detail right now. Further detail? There was no detail at all. There's an army of dredge coming for this cart. I will tell you more when it is safe. The storm to the south and dredge army to the north leaves us with one way out, he mines. Wait, our way out is to sit in a hole in the ground? The workers have pathways that will grant us escape, but with all these people it will be difficult.
Ja. Aber was wir tun können. I put the raven to work. What did you have in mind? Both. Evan and Walker look surprised by the response. The Walker recovers quickly. It will only take the dredge a couple of hours to fully prepare their thought. We need to move food and people to the mine. They brought cars near the gates to warn the families in the houses of our immediate departure. Without waiting for a response, Zephyr hurries away. I've never known you to offer to help like that. I thought we would search the Great Hall for whatever we could find, but you might be too honest for that now. You give her a look that requests silence. Ja, ich kann sein, dass das bei den Ravens nicht so gut ankommt. Denn die hätten wahrscheinlich etwas anderes von mir erwartet. Moment mal, Market ändert sich nicht, ne? Ne, ändert sich überhaupt. Ich meine, das ist ein super Ding, aber ich habe ja keine Ressourcen dafür. Wohin gehe ich denn jetzt? Zu den Häusern? Zur großen Halle? Zum Gate? Zur großen Halle. You choose a few ravens of the half that are around to join you on your investigation of the Great Hall. The front door might be the easiest, Walker says, but we could lift someone onto the roof and he'd be in underneath without trouble. You give it some thought. We don't sneak around like rats. Front door. Didn't realize you were the thieving type. We tried out your aim. Morgan, you're up. Er soll einfach sich umgucken. You practically toss the man onto the snow-covered roof, and he slips a few times before making it underneath. Time passes without any sign from him, but one of the ravens warns you that the group is coming out of the front. Out the front. Let's go, you order, and all of you return to the Raven's post, minus Morgan. A short time later, you're surprised by who approaches. Gudmund and his guards march up with half a dozen confound ravens. Your birds were trying to take things from the Great Hall that don't belong to them, he says. You say nothing. You and your fighters could really help us today, says the guard captain, but you don't do anything without payment. In different times, I'd have killed these pathetic thieves, but we need fighters for whatever's coming. He looks at you. We should all get to the mines. At the mine, Morgan rejoins you. Had to hide until everyone cleared out, he says. Hopefully, this sets us straight for the whole card issue, huh? He hands you something before entering the mine. Wow. The mine shaft is cramped, and more than once your broken halls knock against a rough ceiling or timber. You follow Walker, Zephyr at the end of the caravan. He's lighting one of many bracketed torches along the way when shouts from the mouth of the mine reach you. Crash! The gate in the town did nothing to halt their advance. Gudmund and his men will slow them, Zephyr says, but it may not be enough. They have orders to collapse the opening if they are overwhelmed. Will you keep them from being overwhelmed? Was machen wir denn jetzt? Die sind Söldner, kann man nicht. Back to the job.
Ach, nee. Heading up the mine shaft is like swimming against the current. Frightened villagers push forward, and you barely have room to get past the oxen cart. Gudmund, in his grim manner, looks pleased to see you. No real plan, he says. Just kill as many as you can. The raven around you smile at his word and begin to chant. Weiß nicht wirklich, ob das clever war. Okay, jetzt gucken wir mal. Gudmund, was ist denn das für ein Raid-Master? Resist? Oh! Also das ist Stonewall, ich dachte gerade schon. Ah ja, okay, das ist, das kennen wir. Achso, das habe ich gekriegt. Plus 2 Range Distance. Breakdown and Range. Oh. Gut, macht Nichols. Helder. Ah ja, okay, der kann auch die Rüstung reparieren. Stefan, was kann die? Credit magical infuse the rune within which concentrated areas of power from anyone, friend or foe, who steps through one of these concentrations, receiving a burst of power for one turn, possibly buffs included. Aha. Wow, das ist aber eigentlich ziemlich cool. Das klingt wirklich gut. Mit Aqua. Ach so, ja. Aber Walker nehme ich auf jeden Fall mit. Walker ist super. Das ist auch eine, okay. Oliver, der mit der Axtwerfer. Genau, Axtwerfer. Ah, ich will mal draufdrücken, damit die hochgehen. 2 Fernkämpfer, einen, glaube ich. Was machte der nochmal? Aber der hat. Und der sieht so aus, als hätte er einen Bogen. Wie ist der wirklich? Hummer hat. Ach ja, genau, der kann sich plus 2 bewegen. Was hat Siegborn? 3 Strength. Hm. Und nicht so ganz schlüssig, wenn ich nehmen soll. Ich glaube, ich nehme. Was hat Berse nochmal? Jetzt aber auch mit Rundumschlag, ne? Nee, ich nehme Krummer mit. Ja, ich nehme Krummer. Nee, Moment. So. Ja, machen wir so. Weiß nicht, ob das so besonders gut ist. Möchte fast nein. Aber ich hoffe, es funktioniert. What is that gloomy thing that's standing and watch us? Was ist denn das denn? Nein. 2 Stones, ja, und... Okay. Hier geht nach hinten. Ist auf die Seite, damit der nicht so direkt drauf haut.
so, so. Weiß noch nicht so recht. Der war der Erste. Okay. Wer ist danach dran? Der da hinten. Der kann bis da laufen. Da ist die Sturmsinger dran. Sturmsinger. Ist gerade nicht so recht, wie ich am besten leben soll. Also der mit dem Schild ist der letzte, der dran ist. Ich würde gern den da loswerden. Hat der nochmal? Achso, das ist Ear Rage. Nee. Ist erstmal der Stone-Singer dran. So los, Sie können bis dahin gehen. Hat sie nämlich noch eine andere Fähigkeit zu tun? Wäre das die nächste Aktion gewesen? Kann auch die nächste Aktion sein. Ich wurde. Oh, schade. Armor plus 3. Okay. Der ist schon mal weg.
kann ich jetzt nicht so wahnsinnig viel tun. Ah, nee, bloß nicht. Der hat jetzt 21 Schaden. Oh. Wer ist danach dran? Der Kummer ist danach dran. Wo kommt der? Wie weit kann die maximal laufen? Bis da vorne. Wow. Ey, ob das so geschickt war. Oh mein Gott. Okay, das hätte ich definitiv früher verhindern müssen. Wie weit reicht der Axtsturm? Okay. Alter, den müssen wir unbedingt loswerden. Oh, der hat jetzt 21. Ah, meine Güte. Wie viel Schaden wird er mit dem machen? 4. Der muss unbedingt runtergeprügelt werden. Oh oh. Was genau haben die jetzt für ein Problem? -1 Kraft. Okay. Was war nochmal? Counterattack. Plus Armor und plus 4 in... Okay. Okay, wenn ich den so haue, mache ich 5 Schaden.
weit kann ich gehen? Bis dahin. Gut. 4 und 2. Er hat dummerweise nur die Fertigkeit im Moment. Schräg kann ich nicht hauen. Das ist halt so. Wie weit kann die eigentlich angreifen? 2. Ah, okay. Nein! Oh, der muss mir nicht aufgehalten werden. Macht er nur 7. Geh da hin. Machst du 10. Mach mal 11, dann bin ich mir sicher, dass der weg ist. Und der Verrückte wieder. Stonewood. Nee, keine Stonewood. So. Oh, der muss noch unterbrochen werden, ne? Oh nee, jetzt will ich auch wieder quatschen. Komme ich nicht rechtzeitig hin. Ah, ich hab's befürchtet. Jetzt kann er mir nicht mehr so viel tun. So. Haben wir aber jemanden Rüstungs... Ja, haben wir. Boah. Was war los? Nein, das deflected. Noch 19.
Ah, ja, diesmal haut er sogar nur einen. Ah, nee, nicht schon wieder. Hör auf mit dem Quatsch. Hätten wir die ein? Achso, das noch. Nee, das bringt mir ja nichts. Zurück. Hauptsache, da hält mit dem Unsinn auf. Ja. Normalerweise geht das eigentlich alles nicht auf die Schilde. Jetzt triff aber. Und nochmal. Ah, geht doch. Sehr schön. Da rein. Genauso. Ah, ich hatte sowas befürchtet. Noch mehr? Ah. Ich hatte ja geahnt, dass da jetzt noch was kommen würde, aber solche... Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht wirklich machen. Sondern wir können uns zurückziehen. Fall back. Good Mundo, repeat. The opening is ready to come down. As everyone sprints into the mine, the guard captain tosses your heavy hammer and points at a timber. You deserve the honor, he says. You turn and look at the grey sky, snow, window, and the dredge walking towards you. With a hefty swing, the timber snaps and rocks begin to fall. You drop the hammer and race down the shaft towards the light of the torches. Ahead the path comes to a dead end against the smooth surface of a large flat rock. We should camp, Zephyr says. It may be the last decent sleep these people get for days. I'll need Nickers to assist me in opening the path beyond. But first, you and I should talk. Aber dieses Gespräch, das machen wir in der nächsten Folge. Und ich bin gar nicht böse drum, dass wir jetzt endlich mal ein Camp haben. Bis dann.